Servus zusammen. Heute möchte ich euch bezüglich der Vorbereitungen zu den Battle Reports informieren. Und zwar, es ist etwas passiert. Endlich habe ich das Grundierspray bekommen, wie ich ja letzte Woche gesagt habe, bestellt, aber noch nicht erhalten. Jetzt ist es endlich da. Ja, also wie gesagt, das Grundierungsspray ist endlich bei mir angekommen, das ich schon vor einer ganzen Weile bestellt hatte. Und jetzt habe ich schon begonnen mit den Vorbereitungen weiterzumachen, was das Thema Battle Reports betrifft, im Speziellen eben für Freebooters Fate. Ich habe da schon so ein bisschen wieder weitergemacht, ein bisschen was von den letztwöchigen Sachen, die ich euch gezeigt habe, bearbeitet und bemalt. Und das sehen wir uns jetzt einfach an. Und hier sehen wir jetzt die Abenteuer des Malplatzes bei mir. Wie ihr hier schon seht, eine ganze Menge von dem Kleinkram. Ich habe es eben als erstes schon mal geschafft. Vor allem damit habe ich auch angefangen mit diesen Kisten und diesen ganzen kleinen Kisten hier. Das ist nämlich, wie ich schon im letzten Video gesagt habe, alles aus Resin. Und da habe ich jetzt nicht auf das Grundierspray warten müssen. Da habe ich einfach mit Kontrastfarben gearbeitet und dazu auch das Grazier Grundierspray von GW verwendet. Hat nicht ganz so gut funktioniert, also das Endergebnis schon, also das gefällt mir persönlich sehr gut, muss ich sagen. Wie das rausgekommen ist, war ganz easy und einfach. Eigentlich mit Ausnahme hier von ein bisschen Trockenbürsten bei den Säcken ist das eigentlich alles 100% Kontrastfarben hier, die ganzen Fässer, alles. Und auch alles, was ihr hier in diesen Kisten seht, ist alles mit Kontrastfarben gemalt worden. Da ist nichts irgendwie anderes dabei. Wie gesagt, es ist 100% Kontrast. Das einzige nicht kontrastmäßige hier in diesem Bereich sind eben hier das Trockenbürsten bei den Säcken. Das konnte ich soweit alles schon vorab machen. Da habe ich eigentlich auch ziemlich schnell nach dem letzten Video dann angefangen gehabt mit der Bemalung, weil ich doch ein bisschen Zeit hatte und da richtig motiviert war. Jetzt bin ich das gleich mal angegangen. Was ich hier für mich aber gemerkt habe, man sieht es hier nicht mehr wirklich, aber so an Teilen wie hier auf der Oberseite, ich weiß nicht, woran es liegt, aber da hat das Grundierspray nicht wirklich gehalten. Oder es hat zumindest so ausgesehen, als wäre es schön grundiert gewesen, aber dann bei der Bemalung hat die Farbe nicht wirklich funktioniert, nicht wirklich gehalten. Und ich habe keine Ahnung wieso. Ich habe eigentlich bisher mit Resin bereits gearbeitet und auch mit Kontrastfarben eigentlich in letzter Zeit viel bemalt. Vor allem bei meiner Kings of War Offene Alliance war das alles Kontrastfarben und das ist auch das, was ich die meiste Zeit bemalt hat in den letzten Wochen. Und daher weiß ich nicht, wieso diese Farbe hier nicht gehalten hat. Ich habe vorher die Figur, also die Modelle auch gewaschen, mit Seifenwasser abgewaschen, alles schön trocknen lassen, dann auch über Nacht und ich habe keine Ahnung, wieso das nicht gehalten hat, aber wie man sieht, es fällt jetzt nicht wirklich auf. So zum Spielen reicht es jetzt auch mal. Irgendwann werde ich vielleicht mir diese Einzelteile, wo mir das etwas mehr auffällt wie hier, einfach noch einmal nachgrundieren, vielleicht nochmal nachmalen. Aber ansonsten, wenn man so auf die Entfernung auch ansieht, für den Spieltisch eigentlich durchaus ausreichend. Mich stört es nur in der Hinsicht, weil ich eben nicht weiß, woher das Ganze kommt. Aber wie gesagt, für den Spieltisch einfach ausreichend und schnell und einfach bemalt. Und auch so wie hier die Kisten und Fässer dann herausgekommen sind, gefällt mir das eigentlich sehr gut und dafür eignen sich dann auch meiner Meinung nach die Kontrastfarben ganz gut. Und was ich dann noch eben bemalt habe, ist hier schon zu sehen, das große Teil, das erste Haus von der Freebooters-Serie, also von City of Longfall, glaube ich, heißt die Serie. Und da bin ich ganz einfach eigentlich vorgegangen, da habe ich jetzt mir nicht so übermäßig viel angetan. Grundsätzlicher Gedanke ist auch, dass man sagen kann, okay,
Es soll spielbereit sein, das heißt von außen, es ist bemalt. Wenn man hier dann etwas runter sieht, sieht man auch von unten ist nichts bemalt. Auch wenn man sich hier die Innenseite ansieht. Das Dach hier habe ich auch jetzt nicht bemalt, weil es eigentlich keinen Sinn macht zum Spielen. Das ist ja kein Diorama oder nicht für irgendein Diorama gedacht, sondern fürs Spielen, für den Spieltisch, und für das reicht es so, wie es hier ist, vollkommen. Was nur hier eben auffällt, und das habe ich jetzt auch erst dann gemerkt nach der Bemalung, war aber irgendwie logisch, ich hätte da mit schwarzer Grundierung vorher vorarbeiten müssen oder können, habe ich nicht gemacht, aber okay, vielleicht werde ich dann noch mit einem Wash oder so nacharbeiten in weiterer Folge und dann ist das vielleicht auch gelöst, aber das würde ich auf alle Fälle ändern. Ansonsten auf die Entfernung, wie gesagt, sieht schon ganz gut aus, und auf die ähnliche Art und Weise mit ein bisschen anderer Farbgebung werde ich dann auch die anderen Häuser machen, sodass da jetzt innerhalb der nächsten Zeit dann ein fertiger Spieltisch mal dastehen wird. Also das sollte nicht mehr allzu lange dauern. Ich schätze, das, was hier ist, dann noch die 2 Gebäude, die bereits gebaut sind, und noch ein Teil von dem dazu, was ich euch letztes Mal ebenfalls schon gezeigt habe im Video von letzter Woche, plus dann eben noch ein paar so Hügel und anderer Kleinkram. Dann sollte das schon reichen für eine Freebooters Fate Platte, dass man zumindest mal das ein oder andere Spiel damit machen kann, und ich euch demnächst dann auch den ersten Battle Report mit in dem Fall dann auch bemaltem Gelände und nicht, wie ich letzte Woche gesagt habe, vielleicht unbemalt präsentieren zu können. Ja, und das waren jetzt die Neuerungen, die sich ergeben haben seit dem Video von letzter Woche. Wie ihr gesehen habt, ich habe ein paar Sachen bemalen können. Ich werde da noch ein bisschen etwas dazu dann in einem extrigen Video wahrscheinlich zeigen, vielleicht so ein Tutorial machen, wenn ihr das gerne sehen wollt. Und eben die Fässer und Kisten, die ich bemalt habe. Also es geht da ein bisschen was voran. In nächster Zeit werde ich jetzt mich daran machen, da alles hier ist, die anderen Gebäude fertig zu machen, also die beiden, die bereits gebaut sind, und dann eben auch die Ruinen und das noch fehlende vollständige Gebäude zusammenbauen und bemalen. Dann denke ich, haben wir da schon so einen kleinen Spieltisch, damit wir schon ein bisschen mal loslegen können, so für den ersten Battle Report. Und ja, das Thema Battle Report, das bringt mich gleich jetzt nochmal weiter. Und zwar, ich habe jetzt ja letzte Woche schon gesagt, aufgrund der Spielplatte, also der Spielmatte besser gesagt, und eben des Tisches hier hinter mir, bietet sich natürlich Freebooters Fate an mit 90 x 90 cm oder eben auch Mortal Gods, das ich auch angekündigt habe, dass ich hier auch eventuell dann Spielberichte bringen möchte. Das heißt, dort werde ich dann auch in nächster Zeit mal anfangen, euch ein bisschen mehr zu zeigen, was Figuren betrifft. Figuren auch aufbauen, also Armeen aufbauen und erste Spiele machen. Ich habe jetzt aber noch weitere paar Dinge. Ich habe letzte Woche eben schon gesagt, dass ich auch prüfen bin bezüglich neuer Location bzw. einer weiteren Möglichkeit, auch eine größere Spielplatte unterzubringen, weil ich ja an und für sich eine alte Platte habe, die die passenden Maße hätte, um größere Spiele machen zu können. Ja, kurze Info dazu, das sieht eigentlich auch ganz gut aus. Für den Kanal bedeutet dies, dass sich natürlich die Möglichkeit dadurch ergeben würde, auch zu anderen Spielen Battle Reports dann zu machen. Wie ihr hier hinten vielleicht ein bisschen erkennen könnt, auf dem Tisch steht ein bisschen was von meiner Northern Alliance von Kings of War. Das würde sich natürlich dann anbieten, hier weiterzumachen und mehr Kings of War aufzubauen und in diesem Zusammenhang dann auch Kings of War Videos zu machen. Oder eben, was sich auch noch ergeben würde, ich habe auch festgestellt, dass bereits im Regelbuch von der 4. Edition, also von Infinity N4, für 200 Punkte jetzt andere Spielgrößen angegeben sind. Und zwar das reguläre 300-Punkte-Spiel wird ja auf 48 x 48 Zoll gespielt. Das 200-Punkte-Spiel ist jedoch angegeben, natürlich man kann auch jede andere Größe spielen, aber rein von den Regeln her ist es angegeben mit 48 x 32 Zoll. Jetzt habe ich mal gemessen, das würde sich ja da hinten auf dem Tisch ausgehen. Jetzt würde mich interessieren, werdet ihr
also speziell natürlich die Infinity-Spieler unter euch, werdet ihr daran interessiert, auch solche kleineren Spiele zu sehen mit 200 Punkten oder auch vielleicht größere auf dieser 32 x 48 Zoll Matte oder Spielfläche oder doch eher nicht, denn ich würde mir dann in dem Fall einfach mal eine Spielmatte besorgen, wahrscheinlich 48 x 48 Zoll, die hier halt dann links und rechts ein bisschen übersteht und würde dann auf den 48 x 32 Zoll einfach Battle Reports mit 200 Punkten machen, anstelle der üblichen 300 Punkte. Oder wenn es gewünscht ist, auf der Größe natürlich auch 300 Punkte Spiele. Bitte gerne in die Kommentare damit wir da ein bisschen Infos bekommen dazu, ob ihr das überhaupt sehen wollt. Und ansonsten, wie gesagt, wenn das dann alles vorbereitet und soweit einsatzbereit ist, mit der anderen Location, mit der großen Spielmatte oder Spielfläche, dann sind natürlich auch ganz reguläre 48 x 48 Zoll Spiele auf 300 Punkte eben möglich. Und das ist in der Hinsicht auch dann geplant und bietet natürlich dann auch an, weil ich dort eine Platte habe, die etwas größer ist als die üblichen 6x4, dass hier auch ganz normale größere Spiele wie Warhammer 40.000 oder Age of Sigmar stattfinden könnten. Oder eben auch, weil es wieder, wie gesagt, hier hinten am Tisch auch steht, dann große 2000 Punkte oder 2500 Punkte Spiele, 2300 Punkte Spiele zu Kings of War. Also auch das ist in diesem Zusammenhang jetzt alles dann möglich oder könnte möglich werden, wenn das alles so aufgeht, wie das aktuell aussieht. Und das wären dann eigentlich die Pläne dann für die nächste Zeit vielleicht nicht, aber für die Zukunft, dass sich da einiges tun wird im Bereich der Spielberichte. Sonst bleibt mir nicht mehr viel zu sagen. Wenn du es jetzt so weit geschafft hast mit dem Video, dann habe ich hier noch zwei Empfehlungen für dich. Ich werde dir hier einmal ein Video reinschneiden zu Corebox Unboxing von Mortal Gods, das ich vor ein paar Wochen gemacht habe. Und falls du es noch nicht gesehen hast, auf der rechten Seite das Video von letzter Woche, wo ich das ein bisschen angeteasert habe im Kanal-Update und ein bisschen angesprochen habe zum Thema Battle Reports.